Noch einen Schluck trinken. So. Zuerst lege ich den Programmstreifen ein. Das Einlesen des Programms kann jetzt beginnen. Hallo Dietmar. Hallo Michael, sehr gegrüßt. Wie kamst du auf die Idee, zu zweit eine Diplomarbeit zu machen? Das haben viele gemacht in unserem Lehrgang damals. Das hat einen einfachen Effekt. Du bist erstmal nur auf der Suche nach einer Arbeit, die man zu zweit machen kann. Du kannst auch größere Umfänge ableisten. Du kannst also umfangreichere Diplomarbeiten schreiben. Viele Diplomarbeiten bestanden aus einem Praxis- und einem Theorieanteil. Man kann sich das besser aufteilen. War ja auch bei uns dann so zum Teil. Und das war so die Idee. Wir hatten auch mit älteren Semestern gesprochen, die schon Diplomarbeit gemacht hatten. Auch unser Laboringenieur, das war nicht unüblich, das haben einige Leute gemacht. Und auch das Thema Motivation, wenn du mal einen Hänger hast, zu zweit, der andere kann einen kurzen Arschtritt geben auf gut Deutsch, wenn du mal ein bisschen Hänger hast. Okay. Oder hast was hingeschrieben und dann schlechtes Deutsch oder irgendwie dich verrannt, kann der Zweite dir helfen. Also das haben wir auch schon bei der Lernphase gemerkt, dass es einfach besser im Team zu arbeiten ist als alleine. Und dann kam Professor Hart auf uns zu und hatte dann die Idee, eine tolle Arbeit, auch für zu zweit, und kannte unseren Background, dass wir beide nicht von der rein vom Abitur und Praktikum kamen, sondern wirklich eine Lehre gemacht haben. Also Uschis Lehre war ja auch 3 Jahre oder 3,5. Die hat irgendwas mit Optik gemacht? Optikerin, richtig Optikerin gelernt. Und das wusste der Professor und ich glaube, das war auch der Hintergrund, warum er auf uns zugekommen ist, weil er brauchte natürlich auch jemanden oder beide mit einem praktischen Hintergrund, weil er wusste, die Arbeit wird aus viel Montage und Schleif- und Steckarbeiten bestehen. Er hatte einen befreundeten Studienkollegen, der war in der Zwischenzeit bei der GMD, Dr. Schäfer. GMD, das ist die Gesellschaft Für Mathematik und Datenverarbeitung. Die gibt es heute in der Form nicht mehr, ist umbenannt worden. Und die war damals so, die war in der Nähe von Köln, St. Augustin bei Bonn. Und da hat er uns direkt einen Termin verschafft, so per Telefon. Und da sind wir dann nachmittags hingefahren. Und der hat uns dann die eigentliche Arbeit vorgestellt, wie das ablaufen würde. Und da war uns erstmal klar, okay, das Ganze findet nicht in Köln statt. Es dauert mindestens ein halbes Jahr oder vielleicht in die Richtung gehend. Es wäre nichts Kurzes mehr. Und aber direkt auch uns ein Bonbon mitgegeben. Wir kriegen ein gewisses Grundsolär und das Wohnen wird von der Stadt Hünfeld übernommen. Und dann haben wir an dem Tag, wo wir dann nach Zuse hingefahren sind, er hat einen Termin dann vereinbart in Hünfeld mit Zuse, da sind wir auch noch dorthin gefahren und danach sollten wir uns erst entscheiden. Und wo wir dann da waren und haben Zuse kennengelernt, sind dann wieder weggefahren nach Köln. Auf der Rückfahrt haben wir dann schon überlegt, reizt uns, macht Sinn, probieren wir es, machen wir. Und da haben wir unterschrieben und haben die Arbeit angetreten. Gut, du warst jetzt kein Informatiker. Also wenn ich als Informatiker diese Chance gehabt hätte, ich hätte nicht eine Sekunde gezögert, ich hätte es sofort gemacht. Ja, das glaube ich. Wenn man dann nicht aus dem Fach ist, dann ist man vielleicht auch nicht ganz so... Genau, das war auch meine Sorge, dass ich das ganze Thema nicht verstehe. Und so war es ja auch die ersten Wochen. Ich habe nur Bahnhof verstanden. Ich habe die Maschine nicht verstanden, wie das funktioniert. Das duale System haben wir bis dahin gänzlich unbekannt. Ich wusste zwar, das besteht aus 0 und 1, aber wie man digital addiert, subtrahiert, multipliziert, habe ich erst in der Diplomarbeit gelernt. Und da waren schon noch ein paar Hürden, die wir nehmen mussten. Das muss man ganz klar sagen. Also fächerübergreifende Arbeit auf jeden Fall. Ja, definitiv. Und eine Arbeit, wo man keine Referenzen hat. Es gab keine Unterlagen, du findest nichts. Gut, damals gab es noch kein Wikipedia, aber im Lexikon hast du nichts gefunden. Wir waren ja blank. Zuse hat uns damals so ein paar Schriftunterlagen gegeben. Sei Steno, na gut, haben wir die angenommen. Wir konnten ja kein Steno, haben es zum Steno-Büro gebracht. Sagt die Dame direkt so beim Angucken, können Sie da mitnehmen? Wieso was? Das ist kein Standard-Steno, das sind ja andere Zeichen. Da sind wir wieder zum Zusehen. Sie, was ist denn das für ein Steno hier? Ja, das ist das normale Steno, war eben, wie hat das gesagt, nicht effektiv genug. Er hat die Syntax etwas abgeändert. War für uns natürlich tot, ne? Das Ding haben wir wieder zurückgegeben, konnte man nichts mit anfangen. Also wir hatten keine Unterlagen. Wir haben wirklich bei Null angefangen. Und so sahen auch die ersten Wochen aus. Gearbeitet bis zum Anschlag und auf dem Papier nichts zustande gebracht. Wo wir mit der Diplomarbeit fertig waren, ich habe 3 Kreuze gemacht. Ich war so froh, dass wir das Thema hinter uns hatten
Und dann die Folge 7 Monate später, wo wir an der Arbeit beteiligt waren, an der Maschine. Ich will nicht sagen, die haben jetzt mehr Spaß gemacht. Es hat auch vorher schon Spaß gemacht, aber da war diese Last der Diplomarbeit und dieses abends schreiben müssen, war weg. Wir konnten mal wieder ein bisschen Sport machen abends, wir sind mal rausgegangen. Davor haben wir nur in der Bude gehockt und haben bis zur Erschöpfung abends geschrieben, sind ins Bett gegangen und nächsten Morgen wieder losgerammelt und an der Maschine gearbeitet. Das war später schon einfacher für uns. Konrad Zuse war ja damals schon 78, was auch bemerkenswert ist, dass man da noch so fit ist. Ja, absolut bemerkenswert. Super fit war der. Also da war auch kein Hauch von Dement zu merken oder Schwierigkeiten oder Worte gefehlt haben, auch seine Ausdrucksweise sagenhaft. Ja. Und gewohnt habt ihr im Gästehaus der Stadt, hat da also Hünfeld offensichtlich auch ein Interesse dran gehabt. Ja, das er ist ja Ehrenbürger in Hünfeld, die haben ein Museum und wir haben auch den Bürgermeister kennengelernt in der Zeit und die waren auch froh, dass wir das gemacht haben und haben alles getan, um es den Aufenthalt auch angenehm zu gestalten. Man muss auch sagen, der Stadt Hünfeld, auch im Nachhinein bin ich sehr dankbar. Das war für uns ein guter Aufenthalt dort. Wir hatten Platz. Es war jetzt nicht luxuriös ausgestattet mit einfachsten Möbeln, Tische, Schränke, kleine Kochnische, aber es hat gereicht. Und es war für uns kostenfrei. Und es war damals als Student, der BAföG nur bekommt, auf Kreditbasis, war das natürlich ein Geschenk, muss man ganz klar sagen. Viele andere unserer Kommilitonen hatten irgendwo in einer fremden Stadt sich eine Wohnung mieten müssen, haben dort eine Diplomarbeit geschrieben. Ganz andere finanzielle Voraussetzungen. Also es war schon sehr gut. Darf man fragen, wie viel ihr da bekommen habt? Darfst du, ich würde es dir auch direkt sagen, wenn ich es noch wüsste, ich weiß es nicht mehr, aber es war lukrativ. Also es war ein ordentliches Gehalt in D-Mark-Preisen. Ich glaube, es waren über 1000 D-Mark, aber wie viel weiß ich wirklich nicht mehr. Und da gab es ja ein Kuratorium, Z1 Nachbau, das quasi die Finanzierung übernommen hat und auch, keine Ahnung, die Unterstützung gegeben hat. Ja. Da war die GMD, die hatten wir schon vorhin mal erwähnt, dann der Siemens, die Firma Siemens, die ja da die Zuse KG damals übernommen hatte. Genau. Und das Museum für Verkehr und Technik, heute Technikmuseum. In Berlin. Das waren die drei. Hattest du da Kontakt mit irgendwelchen Leuten von diesen drei Gruppen? Ja, mit allen drei Kontakt, aber erst nach dem Erstkontakt mit Professor Dr. Schäfer, GMD, der uns die Arbeit vermittelt hat. Als wir dann unterschrieben hatten, waren vor Ort, sind wir dann einen Antrittsbesuch nach Hersfeld gefahren, Siemens, haben den Werkleiter kennengelernt. Auch der war froh und dankbar, dass wir das machen, weil der hat ja seinen Facharbeiter, Mitarbeiter, ich weiß nicht, hieß der Ernst mit Vornamen oder Ernst mit Nachnamen, ich habe es auch vergessen, nach 34 Jahren. Und der hat uns dann auch unterstützt, der hat die Bleche geliefert, der hat Aufträge von uns wieder mitgenommen nach Bad Hersfeld. Also Siemens hat da schon mächtig mit interveniert, dass das mit der Maschine vorwärts geht. Und dann habe ich auch den, ich weiß seinen Namen gar nicht mehr, Professor, diesen Direktor von dem Museum kennengelernt, der kam mal zu Besuch nach Hünfeld und hat uns auch klar gemacht, die Maschine geht nach Berlin, weil Zuse ist ja Berliner und würde dann auch, wenn es soweit wäre, die Maschine involviert wird, umgezogen wird nach Berlin, der würde uns einladen zu der Einweihung, hat er uns alles schon schmackhaft gemacht und der war mehrmals auch in Hünfeld, den haben wir kennengelernt. Und das fing ja 1988 an, allerdings habe ich zum Beispiel auf der Webseite vom Horst Zuse, dem Sohn von Konrad Zuse, gelesen, dass da schon ein gewisser Vorlauf war. Er schreibt 1986 ging es schon los. Kann ich nicht beurteilen, kann aber sein, die Maschine stand schon da, als wir kamen. Die Maschine stand schon da? Ja, also das Gerüst, die ersten Ebenen. Ach was. Ja, also die waren nicht bei Null. Das war ja auch, Zuse hat ja schon daran gearbeitet, auch mit diesem Siemens-Mitarbeiter, dem Herrn Ernst. Oder Ernst als Vorname, ich weiß es nicht mehr. Und die beiden haben ja schon Arbeit geleistet. Das war ja klar. Das Kuratorium lief ja schon. Wir kamen später dazu. Weil die Idee geboren war, mit 2 Studenten hätte man natürlich ein paar Arbeitskräfte mehr. Die können das auch dokumentieren. Das war so der Sinn dahinter. Aus heutiger Sicht komplett nachvollziehbar. Das haben wir in der Industrie auch so gemacht zum Teil. Und als wir das erste Mal in dieses Atelier kamen, dann waren die Stifte schon da, dieses Grundgestell mit dem Motor seitlich und die ganzen Becher mit den Einzelteilen standen da. Und wir haben nur gestaunt, das soll ein Rechner werden. Also das stimmt, die Vorarbeiten, ob das jetzt 86 war, 87, weiß ich nicht. Das wird der Horst besser wissen, den wir auch kennengelernt haben in Berlin damals, persönlich. Das kann schon stimmen, das ist alles korrekt. Also die Maschine war schon im Aufbau, gar keine Frage. Was ich gesehen habe, in München gibt es ein Speichermodell von der Z1. Ich weiß nicht, ob das mal... Habe ich nicht gesehen. Ich war in München noch vor der Diplomarbeit. Insofern, ich war seitdem nicht mehr im Deutschen Museum, seit 30 Jahren. Ich muss da unbedingt mal wieder hin. Ja, da gibt es ein Modell mit dem Speicher und ich glaube, das war auch eine Vorarbeit
zu dem Nachbau. Müsste ich aber auch nochmal recherchieren. Okay. Das könnte eine Vorarbeit gewesen sein. Ja, kann Steht ich mir jetzt vorstellen. im Deutschen Museum. Und du sagst ja dann, okay, da haben sie tatsächlich schon was aufgebaut, der Rahmen stand. Ja. Der Motor komischerweise am Anfang schon dran. Genau. Habe nie verstanden, warum hat die Maschine einen Motor bekommen. Die war von Hand leicht zu drehen und man hat einfach bei einem Defekt in der Hand gespürt, hoppla, hier stimmt was nicht, hat zurückgezogen, bevor die Bleche vollends verbiegen. Und der Motor hätte das ja nie gespürt, der wäre durchgerutscht. Ja. Es hieß zwar, da sei eine Rutschkupplung dran, aber die ist nicht so feinfühlig wie ein Mensch. Also ich fand das mit dem Motor. Wir haben den auch nie in Betrieb genommen, nicht in der Zeit, wo wir da waren. Der Motor lief nicht einmal. Aber gleich am Anfang schon. Der hing dran, auf beiden Seiten. Dicker Maschinenbau, Drehstrommotor, völliger Irrsinn. Ja, und genau, dann die Diplomarbeit hieß dann GMD Papier 321. Ja. Funktions- und Konstruktionsprinzipien der programmgesteuerten mechanischen Rechenmaschine Z1. Ja, weil den Begriff Computer kannte man ja damals nicht, 36, als Zuse die Maschine gebaut hat. Für ihn war es ja ein Rechenautomat, aber das Besondere war eben frei programmierbar. Das heißt, ich konnte die Rechenoperationen in eigener Folge kombinieren und im binären System. Aber der Begriff Computer entstand erst später. Deswegen war es für ihn eine frei programmierbare Rechenmaschine. Das steckt dahinter, ja. Ja. Und ich würde nachher noch kurz ein bisschen auf die Technik vielleicht eingehen. Aber jetzt vielleicht erst nochmal zum Ablauf, wie es dann weiterging. Ich habe dann also eben diese Maschine aufgebaut, war mühsam. Ja. Und im Juni 1989 war sie dann fertig. Ja. Und wie lange habt ihr da insgesamt dann gebraucht? 14 Monate. 14 Monate dann doch. Ja, also war die Diplomarbeit, die lief 6 Monate, die haben wir dann auch mit, ich will nicht sagen Hängen und Würgen, aber auf der letzten Minute durchgebracht, dass wir die 6 Monate eingehalten haben. Das war damals an der Hochschule auch so eine Frist. Ach, war eine harte Grenze? Ja, also wir hatten 3 Monate eigentliche Standarddiplomarbeit. Wir haben dann 3 Monate Verlängerung bekommen, das war ziemlich schnell klar. Und die auch noch einzuhalten, war schon knapp. Da haben wir dann die letzten Wochen wirklich Tag und Nacht gearbeitet. Ja. Uschi Schwester hat noch gegengelesen, Korrektur gelesen. Ich hatte auch noch welche, die Korrektur gelesen haben. Dann haben wir sie abgegeben. Und da war das Thema, da waren die 6 Monate rum. Und kurze Frage, Ja. ich meine, hier haben wir jetzt dieses GMD-Papier. Nee, das ist Original. Das ist Original. Ach, das ist Original, Das ja. Original Diplomarbeit. Das GMD-Papier ist das hier. Also nur dünner, aber das ist das Original. Ach, das ist das Original? Ja. Ach, und das ist das ist ja dicker, das Original. Das liegt daran, da sind die Zeichnungen gefaltet drin, die original schwarz-weiß Fotos reingeklebt. Das liegt natürlich auch auf. Ein 80 Gramm Papier genommen und das hier ist ein bisschen dünneres Papier und alles gedruckt, deswegen auch dünner. Ist dann in dem GMD-Papier 1:1 die Diplomarbeit kopiert oder wurde die nochmal nachbearbeitet? Diese Faltzeichnungen, die wir hier drin haben, ich ziehe sie mal raus, die ist ja DIN A3, die haben wir nach DIN gefaltet, die sind so dort nicht abgebildet. Ansonsten inhaltlich, ich glaube nicht, dass da jemand was korrigiert hat. Fachlich kann es kaum einer korrigieren, weil das war ja ein Einzelstück. Das war auch für unseren Professor das Problem beim Kolloquium. Was will er uns denn fragen? Der kann zwar Fragen stellen, aber er kann es ja nicht die Antwort von uns auf Plausibilität checken. Stimmt das denn, was die Frau Schweier und der Herr Saupe uns sagen? Weil das Ding war ja nicht dokumentiert. Das hat er auch zugegeben, das war schwierig für ihn. Da hätte der Herr Zuse dabei sein müssen. Sozusagen, ganz genau. Und das hätte er nicht mitgemacht. Das war so Quatsch nach dem Motto, ich will die Maschine bauen, hier nicht irgendwelche Arbeiten schreiben. Ja. Das ist euer Problem von der Hochschule. Ja. Also das Kolloquium war schon lustig, wenn ich mich daran erinnere. Da haben wir mir erzählt, als dass sie was fragen konnten. Darf man fragen, welche Note ihr bekommen habt? Ja, darfst du. Es war eine 1, eine glatte. Hey. Ja, Und wenn man sie zusammenschreibt, die Arbeit, kriegen beide die gleiche Note? ja, definitiv. Also mitgehangen, mitgefangen. Wenn es daneben geht oder wir schwerwiegende Fehler gemacht hätten und wir hätten eine 4 oder eine 5 bekommen, wäre das auch für beide gewesen. Das ist klar. Also das muss man schon, da ist man als Team, sagt man die Lorbeeren ein oder man sagt ab. Beides geht. Aber wir waren ja auch am Ende der Arbeit relativ zufrieden, was die Dokumentation des Speicherwerks angeht. Das war uns auch bewusst, dass wir das ordentlich dokumentiert hatten. Und wir hatten 2 Korrekturleser und da wussten wir schon, okay, das ist nicht verkehrt so. Aber uns war auch bewusst, es ist unvollständig. Es ist die halbe Maschine dokumentiert und zwar der leichtere Teil. Ja. Und das war schon klar. Danach haben auch alle auf uns eingeredet. Macht doch noch dieses Rechenwerk. Ja. Und wir so, ja, wie denn und wann denn? Wir sind doch wieder an der Maschine am Arbeiten den ganzen Tag. Und wir hatten auch beide, ja, also die Nase voll ist das falsche Wort, aber wir wollten nach der ganzen Arbeit, nach dem Fertigstellen der Maschine, war uns klar, jetzt geht es in die Industrie für uns. Und wir wollten beide
arbeiten, im normalen Job. Und das war für uns beide kein Thema. Aber klar ist auch, wenn wir es da gemacht hätten, das hätten wir schon noch hinbekommen, das Rechenwerk zu dokumentieren. Wenn damals von der Fachhochschule zum Beispiel eine Promotion möglich gewesen wäre und die GMD hätte das bezahlt, ich glaube, das wäre anders gelaufen. wäre Aber gut damals gewesen. hieß es, Fachhochschule kann nicht promovieren. Da hätte man in England den Master of Science machen müssen und da haben wir auch direkt gesagt, nee, kommt Leute, lasst Schade, gut sein. Ja, sonst hätten wir das wahrscheinlich gemacht, könnte ich mir zumindest vorstellen. Ich weiß nicht, wie Uschi darüber nachdenken würde oder darüber gedacht hätte, aber hätten wir schon auch noch hingebracht. Warum nicht? Das wär gut gewesen. Und ich habe die Maschine ja auch schon mehrfach gesehen. Das sieht ja super kompliziert aus. Also, Es ist auch kompliziert. Es sieht nicht nur so aus, sondern es ist kompliziert. ja. Und wie viele Bleche da gleichzeitig parallel im Betrieb sind und den Takten folgen, diesen 4 Takten der Maschine, unglaublich. Also, oder ich habe zwischendurch gedacht, boah, die wird nie funktionieren, das wird nichts. Habe ich ernsthaft gedacht. Ja, Weil das- ich war mir nicht sicher, aber Zuse hat ja auch einige Fehler gemacht. Uschi hat ja auch irgendwann mal erkannt und dann habe ich so gedacht, so Gott, wenn das so weitergeht, das wird ja nie was. Und die Zeit reicht uns auch irgendwann nicht mehr. Ja. Ich hatte dann Sorge, kommen wir überhaupt aus dem Projekt mal irgendwann raus. Ist ja auch eine moralische Geschichte gewesen, dann dabei zu bleiben bis zum Ende. Und dann irgendwann haben wir die Kurve bekommen, wir 3. Und dann hat es immer besser funktioniert. Ja. Die Fehler waren immer weniger. Und dann war die erste Proberechnung lief und siehe da, Wahnsinn. sie hat dann irgendwann Wahnsinn. mal getan. Ja, das habe ich auch gesagt, Wahnsinn. Oder da stand er da mit offenem Mund. Ja. Und Also der Tag, wo die das erste Mal lief und die Proberechnung und wir hatten ja unsere Ergebnisse mit dem Taschenrechner vorher berechnet und wir drehen und kurbeln und die hat auch von den Geräuschen her alles gepasst und irgendwann Leerlauf, Ergebnisdarstellung, ich laufe rüber an die Anzeigetafel, war die Zahl, die wir auch erwartet hatten. Wahnsinn. Ja. Das ist wie ein Wunder, oder? Da würde man heute sagen, give me five, so muss ich sagen. Ne? Habt ihr nicht mit dem Zuse dann? Nee, haben wir nicht. Zuse war da auch kein Typ für. Emotional so, Hände am Rücken. Naja, das ist ja dann schön. Dann ist er wieder gegangen. Also Hände am Rücken, so ganz nüchterne Kommentare. Der war kein emotionaler Typ. Kein emotionaler Nein. Typ. Aber ich bin mir sicher, der wird sich innerlich mordsmäßig gefreut haben. Auch ihm ist eine Last abgefallen. Ah, ja. Weil der hat ja täglich gearbeitet an der Maschine. Also auch die Theorie, der ist ja runter in sein Wohnzimmer. Da hat er keine Pause gemacht, einen Kaffee getrunken und Zeitung gelesen, sondern der hat ja über die Pläne gehangen. Und das hat der Samstag und Sonntag gemacht. Also das war ein Rundumjob für ihn. Und er hat auch in der Zeit einen leichten Herzinfarkt bekommen, muss man dazu sagen. Also er war auch mal für ein paar Wochen weg. Und das wäre für unsere Arbeit das Aus gewesen, wenn er jetzt gestorben wäre, mal ganz krass gesagt. Was hätte man denn dokumentieren sollen? Das wäre Ende Gelände gewesen. Ohne ihn wäre das nicht gegangen. Ganz klar, ihm gehört die Ehre, dass er das Ganze hinbekommen hat in dem Alter. Wahnsinn. Bewundere ich ihn heute noch Naja, für. aber ohne euch wäre es vielleicht auch nicht gegangen. Ja, das haben einige gesagt. Wir haben ein bisschen mehr Speed reingebracht in die Sache, dokumentiert, weil das hätte der Facharbeiter oder die anderen Beteiligten, die so im Hintergrund noch gearbeitet haben, hat niemand dokumentiert. Das war schon die Diplomarbeit, muss man ganz klar sagen. Man hätte vielleicht noch parallel noch mal 2 dazu nehmen sollen, Doktoranden, die dann sich um das Rechenwerk gekümmert hätte. Wir haben es auch mehrmals angemeldet bei dem Kuratorium, dass die Dokumentation vom Rechenwerk momentan ins Leere läuft. Niemand da ist und die ganze Maschine letztendlich von uns 3 aus dem Kopf und Ablageblech lebt, plus diese Pläne, die es gibt, aber es gibt keine richtige Dokumentation. Das haben wir unendlich oft angebracht, auch dem Museum gegenüber. Dann haben sie uns ja später einen Mitarbeiter gegeben, der kam zu uns nach Hünfeld vom Museum und der hat auch mitgearbeitet. Es war schon ein älterer Kollege und der hat auch diesen Vorsprung, den wir hatten, nicht mehr aufgeholt. Das heißt, dieses tiefe Wissen hat der nicht erlangt in der Zeit. Und deswegen ist die Maschine auch dort im Museum so, wie sie heute ist. Wie genau das Rechenwerk funktioniert hat, wir haben es ja auch nicht im Detail gewusst. Das war Zuses Wissen in seinem Kopf. Und das fehlt. Für mich auch unglaublich, Ja. sowas im Kopf Ja. zu behalten. Und dann auch noch die Umsetzung in die Mechanik. Ja, und immer die 4 Takte beizubehalten. Er muss die ganzen, wir haben ja so ein Modell, die richtigen Impulse zum richtigen Zeitpunkt, wenn das nicht funktioniert und er macht einen falschen Impuls, krachen die Bleche. Das haben wir Ja. oft genug erlebt. Das hat er auch noch im Kopf behalten müssen. Das heißt, nicht nur die Logik zu übertragen, sondern auf die Mechanik noch zu applizieren, dass sie auch im richtigen Impuls kommen, zum richtigen Zeitpunkt. Unfassbar. Man mag hier immer so ein bisschen Spiel. Genau. Und das war dann auch so ein bisschen das Problem am Ende, weil Die Spiele sich addieren. Und wenn du eine Rechenoperation hast, je nachdem wie komplex die war, hast du über unglaublich viele Bleche und Stifte den Impuls weitergeben müssen. Und wenn du bei jedem Impuls ein paar Hundertstel oder sagen wir auch sogar Zehntel verlierst, ich weiß nicht mehr genau, wie viel es waren, dann kam am Ende statt 3 mm nur noch 2 mm an. Und da war der Stift so auf halber Höhe. Und das war das Krachen.
Und wenn du Glück hattest und hattest eine Operation oder eine Berechnung, die nicht so viele Impulse gebraucht hat, bis zum Ende, dann ist die Maschine wunderbar gelaufen. Das war auch der Grund, warum manchmal lief es super gut durch und andermal war es hakelig. Und das ist das Spiel. Man hätte eine Art Booster einbauen müssen, sozusagen jede Bewegung normieren, auf einen festen Wert bringen müssen. Das wäre noch so die Verbesserung gewesen, wenn man die Maschine, sagen wir mal, optimiert hätte. Das habe ich noch nicht verstanden. Also du hast einen Impuls, 8 mm als Beispiel. Also ein Impuls der 8 mm Genau, Blech. von der Rundbewegung in eine Translationsbewegung. Ich kenne jetzt nicht mehr die Millimeterzahl, aber angenommen, es wären 8 mm gewesen. Und durch das Spiel von einzelnen Stiften kommen am Ende nur noch 6,8 mm an statt 8. Dann geht das doch gerade so gut durch, weil der Stift schon über die Hälfte drüber ist, über das nächste Impulsblech. Und das hätte man vermeiden können, indem man jede Bewegung immer auf diese 8 mm normiert hätte, mit einer Feder sozusagen. Dass man die immer auf den Endanschlag bringt. Dass man mit einer Feder das einschnappen Genau. lässt, sozusagen. Ich weiß es heute von der Fahrradtechnik, die machen das viel, unser Sperrklinkenmechanismus, da ist dann auch so eine Rastnase und damit die auch wieder anliegt, ist die mit einer Feder behaftet und die zieht die immer auf den Endanschlag ran. Und das hätten wir hier auch machen können. Okay. Jedes Blech sozusagen mit einer Feder auf den Endanschlag bringen, dass die echten 8 mm anliegen, kurz weiterschalten und dann immer wieder jeden Impuls auf diesen Endanschlag bringen. Ich nenne das jetzt mal Booster oder Nachrücken auf einen Normwert, dann wäre das, glaube ich, viel stabiler gelaufen. Und die hohe Genauigkeit, die wir damals hatten, das war ja alles auf Hundertstel Draht erodiert und die waren super genau. Also die Messmaschinen, wenn du 8 hattest mit einem Messschieber, der war exakt 8. Das war unglaublich, wie genau die erodiert haben. Und die Stifte waren Stifte aus einem Wälzlager. Also dies waren gehärtete Stahlstifte. Also erodiert, das hast du erklärt in deinem Vortrag, da hast du irgendwie Drahterosionsmaschine oder wie hieß das? Ja, die heißt Drahterosionsmaschine. Im Prinzip ein Kupferdraht, der langläuft, mit Strom behaftet ist, hat einen Wasserstrahl drumherum und der brennt wie so ein Schweißverfahren die zu bearbeitenden Bleche ab und fährt dann währenddessen weiter. Also der Draht läuft runter und die XY-Bewegung macht eine CNC-Maschine. Und so wurden die Formen Der ausgelegt. ist erhitzt, der Draht. Und nicht erhitzt, sondern die Hitze kam durch den Stromfluss. Ja, durch den Stromfluss. Ja. Er wird er heiß. Der wird Draht. heiß, genau. Und dadurch, dass er nicht kaputt geht, wird er ständig nachgeführt. Richtig, genau. Der abgenutzte Draht war auch ganz rau. Der war dann nicht mehr so dick, wie er am Anfang war. Und das ist sozusagen der Verschleiß gewesen von der Maschine. Das war immer ein abgenutzter Draht, der aufgewickelt wurde. Der wurde dann zum Recycling gebracht. Und der Originaldraht war sozusagen wie so ein Schweißdraht, der vorbeifährt. Und der hat Material weggenommen. Hast du das mal angeschaut wahrscheinlich? Ja, wir haben auch einzelne NC-Programme schreiben dürfen. Das war auch im Rahmen der Diplomarbeit, hat uns das auch interessiert. Und der Werkleiter war super nett. Der meinte dann auch, wollt ihr mal selber programmieren, ein paar Bleche? Und wir so, ja klar. Und dann haben die uns das gezeigt, wie das geht. Da haben wir ein paar Bleche selbst programmiert. Es war eine Maschinensteuerung mit G-Code. Ich weiß noch genau, wie diese ganzen einzelnen Code abliefen. Und die Genauigkeit war überragend. Und das war wirklich auch der Grund, warum Zuse gesagt hat, das brauchen wir keinen Booster oder einen Anschlag, sondern die Genauigkeit reicht aus. Musste reichen, aber hat knapp nicht gereicht. Genau, weil einfach während des Laufs zu viele, vielleicht hat auch der gehärtete Stahlstift diesem Edelstahlblech zugesetzt, dass auch schon Einkerbungen waren. Kann auch sein, dass sich das Bild abgenutzt hat. Das ist natürlich auch ein ungleiches Partnerpärchen gewesen, gehärteter Stahl gegenüber Edelstahl, wo weich ist. Was war Edelstahl und was war gehärteter Stahl? Das Blech ist Edelstahl, ganz normal, konntest du mit einer Feile bearbeiten. Nicht rosten ist der Vorteil. Und der Stahlstift, der da vorne drin sitzt, vielleicht sieht man es in der Kamera, das ist ein gehärteter Stahlstift aus einem Wälzlager. Und ist natürlich klar, der Partner gewinnt immer. Weil der härter ist. Ja klar, weil der ist härter. Und das war ein Fehler auch, hätte man vielleicht dann... Es ist insofern kein Fehler. Erstens war es preiswert, es liegt in großen Mengen da, dieser Stift. Der hat immer die gleichen Maße. Und das hätte ich auch gemacht. Und das nimmt man in Kauf, dass der härter ist. Bis das Blech sich da eindämmt, musst du ja tausende von Schläge haben. Ja. Ich weiß nicht, wie oft das Museum die Maschine wirklich hat laufen lassen. Das kann ich nur erahnen, keine Ahnung. Ja, das wollte ich eigentlich später drauf kommen, können wir aber auch gleich machen. Also die Maschine, genau, habt ihr fertig gemacht und dann wurde die abtransportiert ins Museum für Verkehr und Technik. Und zwar, bleiben wir vielleicht mal da dran, ja. Da hat man ja dann vom Atelier aus das irgendwie mit einer ziemlich gewagten Aktion dann mit so einem Kran irgendwie rüber. Ich habe es nur im Film gesehen, wir waren ja schon aus der Arbeit raus. Ach so. Wir haben, glaube ich, im Februar aufgehört, im Februar 89. Wir sind beide zum 1.3. in unseren Job eingestiegen, ich beim Daimler in Stuttgart. Und damals waren wir raus und die Maschine war aber fertig. Und die wurde dann im Laufe des Sommers abtransportiert und dann im September im Museum Öffentlichkeit vorgestellt und feierlich übergeben.
Da war Riesenhuber auch anwesend und alle namhaften Wissenschaftler. Und der Abtransport lief so, man hat die Scheibe vom Atelier rausgenommen, es war ja keine schwenkbare, die war ja fest in einem Rahmen eingesetzt. Die hat man rausgenommen, über einen Kran, über einem Haus, die Maschine dann auf so einer Palette rübergeschoben. Das war auf der anderen Seite. Ja. Das war nicht auf der Straßenseite. Ganz genau, sondern das Atelier war hinten raus zum Garten, einen großen Garten hinten draußen, hatten Wiese und ein paar Obstbäumen. Und da wurde die Maschine rausgehievt und dann übers Dach sozusagen auf die Straße, auf den Transporter aufgesetzt. Ich habe es nur in einem Film gesehen von dem Matthias Knauer, dieses Filmdoku-Team, was damals alles gedreht hat. Und da war für mich auch klar, oh, so haben die das gemacht. Weil ich habe mich immer schon gefragt, wie wollen die Maschine hier rausbringen? Weil der Treppenaufgang war viel zu klein. Ich weiß auch gar nicht, wie sie die Maschine da reingebracht haben. Ich vermute mal, dass dann 86, 87, dass die dort zusammengeschweißt wurde. Auch eine gute Frage, wo ich nicht weiß, wie wurde die reingebracht. Die stand halt da. Wahrscheinlich haben sie es dort montiert. Ja, vermute ich auch. Ja. Genau, und dann wurde das an das Technikmuseum übergeben und da gab es dann auch eine Vorführung, irgendwie eine Feier auch, nehme ich mal an. Warst du da auch dabei? Ja, da wurden wir eingeladen, eine große Feier war das. Erstmal waren wir vorher ein paar Tage da in dem Museum, wir haben dort in deren Gästezimmer gewohnt, weil wir haben die Maschine, als sie dahin transportiert wurde, nochmal sozusagen ausgepackt, alles eingestellt, funktioniert auch alles. Und dann kam auch das Filmteam, Matthias Knauer und Emil Zöpfi, und haben dann den Schlussakt gedreht. Im Museum wurden auch noch ein paar Filmsequenzen gedreht und da waren wir ebenfalls anwesend. Das heißt, das war auch noch ein Teil des Jobs von uns. Übergabe ans Museum, Proberechnung machen, Film zu Ende drehen und dann kam der offizielle Teil mit der Übergabefeier. Ist auch in dem Film eine Sequenz drin, wo dann, ich glaube, Riesenhuber war dabei und hat eine Rede gehalten. Zuse selbst ist zu Wort gekommen. Das war eine feierliche Übergabe, war schon ein großer Festakt, muss man sagen. Der Bildungsminister Riesenhuber oder wie heißt er? Forschungsminister. Ja, mit der Fliege. Ja, richtig, der damals. Ja. Ah ja, und ich habe mal gehört, der Professor Rojas hat das, glaube ich, irgendwo mal geschrieben, dass bei der Vorführung die Rechnung nicht funktioniert hätte. Okay. Da war ich zumindest nicht dabei, das weiß ich nicht. Es kann sein, dass es ein Museum war. Aber du warst ja bei diesem offiziellen Teil lief die Maschine auch. Also bei diesem offiziellen Akt mit dem Minister lief die Maschine. Also wo der Minister kam und die Rede gehalten hat, haben wir die Maschine nicht laufen lassen, sondern Tage davor im Museum selbst, wo der Professor oder der Direktor dabei war. Fürs Filmteam haben wir es gemacht. Dann die Maschine wieder abgedeckt mit Plexiglas. Und bei dem Festakt selbst wurde die Maschine nichts gelaufen lassen. Da war nur die Rede, Zuses Übergabe ans Museum. Und das hat er als Schlusssatz gesagt, lernen Sie, wie man einen Computer erfinden kann, wo es noch keinen gibt, oder so sinngemäß. Und das war dann noch das Ende des Festaktes. Also da haben wir selbst keine Rechnung gemacht. Aber klar ist, auch in der Zeit in Hünfeld, während manchen Proberechnungen ist die hängen geblieben. Die lief nicht immer durch. Das war ja auch unser Angst und Sorge, dass die beim Übergeben ans Museum, wenn das Filmteam kommt, wieder einen Hänger hat und wir müssen dann wieder stundenlang rumbasteln. Deswegen will ich jetzt diesem Herr Rojas nicht widersprechen. Es kann sein, dass der bei einer Proberechnung dabei war, wo die da gehangen ist. Das war nun mal das Schicksal der Z1. Die war von der mechanischen Genauigkeit her nicht so, dass die immer durchlief. Eins ist klar, wenn sie durchlief und hat ein Ergebnis geliefert, war das Ergebnis nie falsch. Also man kann nicht unterstellen, dass die fest eingebaute Subtraktion im Leitwerk oder diese Addition oder Subtraktion, Division, die Kombination, dass die nicht das richtige Ergebnis geliefert hätten, das haben wir nicht erlebt. Das hat immer gestimmt. Ja, aber das ist schon mal ein super Ergebnis, finde ich. Ja, dass ich auch. man dieses komplizierte Werk so hinbekommt, dass es im Prinzip funktioniert. Ja, ganz genau. Und das war auch das Sinn und Zweck des Kuratoriums. Können wir jetzt mit modernen Mitteln 1988 beweisen, dass der Zuse 36 mit seiner Idee schon richtig lag. Das war also die Grundidee. Und das kann man definitiv bejahen. Er lag richtig mit seiner Theorie. Die Maschine hat im Grunde genommen funktioniert. Das war schon so. Aber die Mechanik ist der falsche Weg. Ich will dazu mal den Fall zu schildern, wenn wir an der Maschine in der Aufbauphase oder später in der Testphase einen Defekt erlebt haben. Uschi oder ich, wir haben gedreht. Einer von uns hat gedreht, der andere hat bedient. Und dann war schon ein komisches Geräusch und derjenige hat an der Kurbel sofort gesagt, oh, da stimmt was nicht. Dann ging es los, Fehlersuche, wo klemmt's? Das heißt, immer da in die Bleche reingehen, in die Bewegung. Und ich habe dann in die Ebenen reingeschaut, geguckt, wo das Blech irgendwo sich aufbeugt. Das sieht man in Blechen, die fangen an so hoch zu springen. Das sieht man auch hier in dem Modell ganz gut. Wenn es hier so eine Kraft angibt, dann geht das Ganze so nach oben. Und dann haben wir erstmal rausfinden müssen, in welchem Modul ist überhaupt das Problem. Das hast du vom Geräusch her gehört. Dann wusstest du entweder Speicherwerk, was seltener vorkam,
Im Rechenwerk waren mehr Fehler drin. Gut, da haben wir dann den Block gefunden. Jetzt muss man hier kommen, man konnte es auch fühlen. Dann geguckt, wo, ach hier unten, ich sehe es, der Stift, der wackelt hier, Ebene 3. Okay, alles gestoppt. Wir haben gewusst, welchen Takt war das Ganze. Schrauben aufgedreht, Ablageblech geholt, Blech abgelegt, erstes Blech abgelegt, zweites, drittes Blech. Ich will nicht übertreiben, stundenlang bis du an der Stelle warst. Also da waren 3-4 Stunden Ablegen gar kein Thema. Weil du musst jedes Teil rausnehmen, jeden Stift, jede Distanzhülse. Und dann bist du an der Ebene, dann siehst du, okay, das Blech hakt, warum? Und dann haben wir nochmal leicht gedreht. Entweder war ein Impulsfehler, wir haben Überlegungsfehler gehabt, oder Zuse hatte den, wir haben quasi nach falschen Zeichnungen Bleche konstruiert. Oder es war wieder ein Mechanikproblem, weil die Impulse wieder, ne, das Thema Addition der Impulse, gab es diverse Gründe für. Und das Blech angeschaut. Als Schlosser begutachtet, ist es noch im elastischen Bereich die Verformung oder ist es schon plastisch verformt mit einer Knickstelle? Dann ganz klar Blech nochmal neu herholen. Dann haben wir bei Siemens angerufen, Kollege Ernst kam, haben das Blech mitgegeben, der wusste dann, welches Programm das war. Die müssen auch Horden von Programmen gehabt haben, damals bei Siemens in Bad Hersfeld. Hat das Blech nach der Draht erodiert und haben es wieder eingebaut. Und wie gesagt, es gab verschiedene Fehler. Einen logischen Fehler, dass der Impuls zur falschen Zeit kam, dann haben wir das korrigiert. Im Plan, im CAD-Modell, in Realität eingebaut, weitergemacht. Oder ein sogenannter Schiebefehler, weil einfach der Impuls nicht weit genug war. Das gab es auch. Die waren schwieriger, die Fälle, weil da wusstest du, der kann wiederkommen. Dann war die Idee, diese Art von Rechenoperation zu vermeiden oder diese Art von, wie gesagt, wir hatten Programme, die waren anfälliger als andere Programme. Das ist einfach das Thema Addition des Spiels. Genau, und jetzt, wo wir gerade bei dem Thema sind, was mich noch interessieren würde, wäre so der Arbeitsablauf. Also im Prinzip, Konrad Zuse hatte im Kopf die Logik. Ja. So. Und das hat er in irgendeine Syntax verpackt, die er selber wahrscheinlich erfunden hat? Oder Ja, so? Muss er. Da gab es ja nichts zu der Irgendwelche Zeit. Logikschaltungen. Ganz genau. Und die wurden dann von euch genommen oder von Uschi in dem Fall wahrscheinlich meistens dann und wurden übersetzt in diese Blechausfräsung. Genau. Ja, so kann man sagen. Und die Uschi hat das irgendwie gelernt, wie man das übersetzen kann. Genau, also wir haben ja beide über die Pläne gehangen, haben versucht zu verstehen, was meint er denn damit, diese Symbolik. Das haben wir unsere Diplomarbeit auch beschrieben, welches Symbol entspricht welchem Schaltblech. Das haben wir auch dokumentiert. Das ist wirklich dokumentiert und daraus abgeleitet. Die Schwierigkeit war immer die, wenn du so einen Schaltplan gesehen hast, stimmen die Takte auch. Kann der in dem Augenblick überhaupt hier, das jetzt geht es nicht. Erst wenn das Blech hier ist, geht der Schaltvorgang. Und das musst du auf den Schaltplänen erkennen. Weil es gab immer römische Ziffern. Takt 2, Takt 3, Takt 4. Ja. Und das war kompliziert. Anhand der Schaltpläne zu erkennen, hoppla, das kann ja gar nicht gehen. Da ist das Blech ja noch auf der Seite. Und das hat Uschi einfach gut gemacht. Und dann kam, wenn wir das hatten, die Logik, und er hat auch Fehler korrigiert, Zuse kam mit dem neuen Plan. Daraus abgeleitet haben wir dann die CAD-Bleche konstruiert. Also das wäre dann Schritt 3. Schritt 3. Also das habt ihr erstmal auf dem Papier gemacht? Oder? Ja, später am Rechner. Ich habe ja dann am Computer gesessen mit dem CAD-Programm, AutoCAD Version 9 oder 8, ich weiß gar nicht, uralte Version. Und die Zeichnungen habe ich dann dem Kollegen Ernst mitgegeben und die haben daraus dann ein Drahterodierprogramm gemacht. Und dann kamen die Bleche ein paar Tage später zurück. Okay. So war der Arbeitsablauf. Also Logikschaltung. Logik schaltet Zuse, Uschi-Instanz korrigieren, umsetzen. Da war ich ja auch schon dabei, Zeichnungen draus zu machen. Zeichnungen erstellt am CAD, das haben wir abends meistens dann gemacht oder am Wochenende. Und dann diese Zeichnungen geplottet. Wir hatten einen schönen Plotter von der GMD dabei und haben die dann dem Kollegen mitgegeben. Und der hat dann daraus die Drahterodierprogramme gemacht. Das war nachher so, wir mussten gar nicht mehr schreiben, was für Maße das sind. Hier diesen L-Ausschnitt, der war normiert. Die kannten dann auch die Bleche. Das gab eine feste Breite, es gab diese Form, die war immer die gleiche. Das heißt, es war relativ einfach für uns und auch für die. Die hatten ja diese einzelnen Programme schon und er hat die nur dupliziert. Wie viele Löcher braucht ihr? 8 Stück, hat er die 8-fach dupliziert. Also es war dann, kam auch Routine auf bei uns allen. Aber es war immer derselbe. Zuse, Pläne, handgezeichnet, umgesetzt, CAD-Programm, NC-Programm und dann kam die Blechlieferung. Das war nachher, also im besten Fall lief es in 2 oder 3 Tagen. Kam Kollege Ernst nachmittags rein in einer Kiste und brachte uns die Bleche, die wir am Montag quasi gezeichnet haben, brachte er uns am Mittwoch oder Donnerstag und dann haben wir die freitags eingebaut. Und da waren wir wieder einen Schritt weiter. Gab es dann auch Leerzeiten, wenn man darauf warten musste, bis endlich mal neue Bleche kommen? Wenig. Also die waren super, super schnell. Ich sage ja, Siemens war extrem großzügig.
Also das kann ich mich nicht dran erinnern. Die waren immer parat für uns und auch wenn man Sondermaterialien gebraucht hatte, eloxiertes Aluminium oder irgendwelche Federn, gerade oben im Kartenleser, die haben alles hergetan. Das war unglaublich. Also da konnte man bestellen, was man wollte. Nee, das richtige Leerzeiten hatten wir da nicht. Die Leerzeiten waren eher die, dass wir wieder einen Fehler entdeckt haben und wieder abbauen mussten. Das waren verlorene Zeiten. Also eine Ebene runterbauen, Fehler angucken, beheben, Blech machen lassen und wieder aufbauen, das war mal eine Woche dazwischen. Wollte ich eigentlich erst später bringen, das Thema, aber heutzutage kann man ja wesentlich mehr am Computer machen als früher. Ja. Das heißt, du bist ja CAD-Experte, Ja. weißt das am allerbesten, nehme ich mal an. Ja. Also, wie würde man es denn heute machen? Ja, heute würde man die Bleche, jedes Blech einzeln wäre so ein einzelnes Teil, so ein Part. Ich gehe jetzt mal von dem Programm CATIA aus. Und dann würde man über eine Product-Struktur so ein Assembly machen. Und dann könnte man richtige Kinematik auch ablaufen lassen. Das heißt, man könnte rein theoretisch, das, was ich jetzt hier gerade am Blech mache, könnte man simulieren. Und wenn man das hinkriegen würde, könnte man quasi seine Theorie umsetzen in CAD, checken, ob es läuft mit einer Kinematik. Die wäre allerdings sehr aufwendig, weil, wie gesagt, beim Drehen waren ja hunderte von Blech im Einsatz. Also das wäre schon ein richtig guter Computer, der das im CAD-Programm auch hinkriegt. Wenn man es aber schaffen würde, hätte man die Gewissheit, so funktioniert. Und der Computer kennt ja kein Spiel. Wenn der sagt 8 mm Kinematik, dann haut er dir 8,000 rein, aufs Tausendstel genau. Das wäre schon cool. Also habe ich auch hinterher überlegt, mal Jahre später, wo ich im Beruf war, habe das CAD-Programm kennengelernt mit seiner Kinematik, wo wir als Übung einen ganzen Wankelmotor zum Laufen gebracht haben mit seiner elliptischen Form mit Zahnrädern. Das hat wunderbar funktioniert. Oder eine normale Uhr, eine Analoguhr mit Sekundenzeiger, Minute, haben wir ein Programm als Übung machen müssen in den CAD-Kursen. Da habe ich schon gedacht, boah, das hätte zur Zusatzheit haben müssen. Das wäre auch nochmal eine Wahnsinnsarbeit gewesen, das Ding komplett theoretisch aufzubauen. Und dann wäre sie auch dokumentiert. Wo wir gerade bei Dokumentation auch sind, wieder der Film vielleicht noch kurz. Matthias Knauer haben wir schon ein paar Mal erwähnt. Ein Filmemacher aus der Schweiz. Ja. Komischerweise. Warum die Schweizer den Zuschlag bekommen haben, wer die engagiert hat, weiß ich nicht. Wie der Kontakt zustande kam, weiß ich nicht. Der Film fängt an, wo sie im Auto nach Hünfeld fahren. Und da hat er auch das Datum genannt. Ich meine, das wäre 87 gewesen. Müsste man den Matthias mal fragen. Den gibt es ja noch in Zürich, wie er zu dem Projekt kam. Ja. Der hat von Anfang an uns begleitet. Also auch wieder das Thema. Die waren vorher am Start, haben Zuse interviewt, wo die Arbeit begann. Haben mitbekommen, dass wir als Diplomarbeit mit einsteigen, haben uns dann besucht, auch interviewt, Filme, Sequenzen, die waren, es gab Zeiten, da waren die der Woche mehrmals da oder im Monat mehrmals und bis zum Ende. Selbst wo ich noch im Beruf war, haben die Tonaufnahmen bei mir zu Hause in Sindelfingen nochmal nachvertont. Also die waren sehr lange an dem Film dran. Ich glaube, über 3 Jahre hat das gedauert, bis der Film stand. Und ist ja auch, also das hat mir die aktuelle Kuratorin, die Eva Kudras, mal gesagt, aus ihrer Sicht die einzige filmische Dokumentation, die es gibt, wo man die Z1 auch tatsächlich mal laufen sieht. Ja, da bin ich auch froh drum, weil die Kritiker, die es nicht glauben, können es dort sehen. Ja. Und wir hätten natürlich die Rechnung noch viel mehr dokumentieren müssen. Wir machen jetzt folgende Rechnung, die Zahlen einziehen müssen, dann wäre es noch mehr Beweis gewesen. Das Filmteam hatte damals die Geduld nicht, weil die Rechnung hat natürlich echt mehrere Minuten gedauert. Damals, durch die vielen Besuche, die wir hatten, auch Computerzeitschriften waren ja da, der Matthias hat ja viele Filmaufnahmen gemacht, war für mich klar, der reicht der Beweis. Wir hatten ja auch Siemens als Vorstand da, die haben uns Zahlen an den Kopf geworfen, wir die reinprogrammiert laufen lassen. Ergebnis stimmt. Das hat mir gereicht. Und das war für mich völlig klar, dass das alles, das war jedem klar. Also es war für mich auch klar. Aber du hast recht, es wurde nicht so im Film festgehalten. Man hätte eine Sequenz drehen müssen, komplett die halbe Stunde, wo die Maschine läuft, wo wir drehen, um die Maschine laufen, alles komplett dokumentieren. Hat man es vielleicht sogar laufen lassen, den Film? Also und hat das nur geschnitten? Nein, also wo wir da waren, im Museum hat er die kompletten Aufnahmen gemacht, von der kompletten Rechnung. Mit der Schiene drumherum und der Beleuchtung. Hat er doch komplett, weil da müsste Nein, langsam. Da hat er uns schon gesagt, wir können das nicht alles zeigen. Und da haben wir gedreht, Kamera war aus, kurz vorm Ergebnis. Und dann hat er gesagt, jetzt wieder einschalten. Und dann kam das Ergebnis. Die haben die Kameras ausgemacht. Genau, okay. Weil das war ihm zu lang. Er hat natürlich recht, er hat eine Vorgabe gehabt, wie lange so ein Film laufen darf. Und dann kann er nicht eine halbe Stunde Rechnung zeigen, wo Leute kurbeln. Das wäre ja für das Publikum langweilig gewesen. Die wollten was über den Zuse erfahren, über den Nachbau.
Verstehe ich einerseits. Ja, ja. Und zwischendurch war er natürlich da bei uns im Atelier, hat auch die Proberechnung gesehen, hat gesehen, dass es funktioniert. Der hatte nicht immer die Kamera an, muss man auch dazu sagen. Der hat auch mal seinen Blog dabei, hat mit aufgeschrieben. Der hat das Material zusammengestupft, wie er es brauchte für seinen Film. Aber es hat auch damals niemand angezweifelt, dass das nicht klappen würde. Wo die Proberechnungen liefen, war jedem klar, okay, die Maschine vom Grundsatz her tut. Und für mich nach wie vor fast ein Wunder, weil je nachdem, was man liest, also auf der Seite von Horst Zuse steht zum Beispiel, dass es 30.000 Einzelteile sein sollen. Habe ich auch gelesen, die Zahl. Ich habe es nie nachgerechnet, gezählt. Wozu auch, hat auch keiner verlangt. Ja. Wäre auch ein Wahnsinn gewesen. Aber kann stimmen, muss nicht stimmen. Auch die Tonne, keine Ahnung. Es waren zigtausend Bleche, das stimmt auf jeden Fall. Vielleicht hat das hochgerechnet. Und Stifte. Vielleicht hat das hochgerechnet, der Horst. Ich weiß nicht, ob die Zahl kommt. Ich kann es nicht dementieren, aber auch nicht leugnen. Kann stimmen, muss aber nicht. Ist auch aus meiner Sicht nicht so entscheidend. Ob das jetzt 30.000 waren, 32.000, 40.000. Ja, Zahlen faszinieren Menschen manchmal. Ja, hat, wie gesagt, niemand verlangt. Wäre aber auch echt mühsam. Also wenn ich daran zurückdenke, wenn du jedes Einzelteil nimmst, auch diese Antriebsstifte, diese kleinen Messingblöcke, Madenschraube drin, Gottes Willen, das sind Zahlen, man kann es nur hoch kalkulieren, aber nicht richtig durchzählen. Das wäre eine Strafarbeit, das Ding durchzuzählen. Gut, dann habe ich noch ein paar Fragen zum Betrieb. Wir haben schon gesagt, da gab es 2 Kurbeln und die muss man irgendwie synchron. Unbedingt. Ja. Also, die waren auch verbunden. Ach, die waren sogar verbunden. Die waren sogar verbunden. Das war deswegen 2 Kurbeln, weil wir haben ja beide Werke für sich aufgebaut und für sich getestet. Das heißt, du hast eine Kurbel gehabt fürs Speicherwerk. Adressieren, Zahlen rein, funktioniert. Rechenwerk, Operation, da muss der Stift rauskommen. Okay, irgendwann mal zusammengeschoben. Dann werden auch die Antriebe gekoppelt. Das war in der Mitte so kleine Flansche zusammengeschraubt. Und dann hast du, wenn eine Kurbel gedreht ist, ging die andere schon mit. Okay. Damit die Last aber nicht über die Stange geht, haben wir natürlich gesagt, wir kurbeln an beiden synchron. Das war der Grund. Das ist wie bei einem Tandem heute, wenn du ein Tandem fährst, weiß nicht, ob du mal ein Tandem gefahren bist, sind die Ketten auch fest verbunden. Theoretisch kannst du ja mit dem Tandem alleine fahren, die Kurbel hinten dreht mit. Aber es ist natürlich angenehmer, wenn beide synchron treten. Und genauso war es bei dieser Maschine auch. Du sagst ja, die haben sich dann, wenn man nicht aufgepasst hat, tatsächlich so verbogen. Da wirken ja dann schon Kräfte. Ja. Also da muss eine ziemliche Hebelkraft irgendwo, oder wie ist das gemacht worden? Du hast eine Kurbel gehabt von, ich kann nur schätzen, waren es 20 cm Kurbellänge. Die wurde ja aus einer Drehbewegung, wurden unten über einen Exzenter Schubbewegung gemacht. Und diese Schubbewegung war ein definierter Weg. Ich kenne die Millimeterzahl nicht mehr auswendig, wie viele Millimeter es waren. Und die wurden über Winkel in die Maschine reingeleitet und dann über Stifte addiert, bis hin zum letzten Blech. Und da waren schon viele Reibungen, die du überwinden musstest. Und deswegen war die Kraft auch entsprechend groß. Und trotzdem hast du es gemerkt, wenn das gehakt hat. Und wenn dann gut war, dann hast du direkt so losgelassen. Wir hatten beide irgendwann ein Gefühl dafür, Uschi und ich. Dann haben wir es geschafft, anzuhalten, bevor was kaputt gegangen ist. Und wenn da jetzt Leute hingekommen wären und an der Kurbel gedreht hätten ohne das Gefühl, die hätten natürlich alles zermatscht. Oder noch schlimmer, den Motor anschließen, das wäre es aus gewesen. Also ich weiß nicht, ob das im Museum passiert, ich will es nicht unterstellen, ich war nicht dabei. Aber man musste vorsichtig drehen, das war wichtig. Und du hast schon gesagt, da gab es auch Reibung bei den Blechen. Habt ihr da irgendwie Öl verwendet? Oder? Wir haben kein Öl verwendet, aus Angst des Verklebens. Ist ja auch Adhäsionskraft bei einem Öl. Wenn 2 Flüssigkeiten auf einer blanken Fläche, kennst du das, kannst du ja anheben. Und hast ja auch diese Adhäsionskraft. Also haben wir ein Pulver verwendet, eine Zeit lang. Ich meine, es wäre ein Teflonspray gewesen, irgend so ein Gleitmittel. Das hat auch ein bisschen was gebracht. Das war nochmal ein Stück weit leichter. Ja, genau. Und dann, ja gut, das mit dem Technikmuseum, das hast du dann nicht mehr so begleitet. Hast erzählt, du warst einmal da, hast was repariert. Genau. Ich habe schon zum 1. März 89 beim Daimler angefangen. War auch schnell im Job drin, war in der CAD-Schiene verwickelt, habe auch Kurse gegeben, relativ schnell. Und dann kam ein Anruf vom Museum abends mal, vom Direktor wieder, Herr Sauber, Sie müssen uns helfen, die Maschine ist stehen geblieben. Wir haben versucht zu reparieren, kommen nicht klar, vielleicht könnten Sie noch mal einspringen. Und dann bin ich auch noch einmal hingeflogen am Wochenende, Freitagnachmittags nach Berlin. Die haben den Flug bezahlt und mich auch im Museum untergebracht. Ich habe die Maschine einmal repariert. Sie hat wieder funktioniert, es war wieder so der klassische Hänger. Und bin wieder gefahren und dann ein paar Wochen später rief er wieder an. Und da habe ich ihm gesagt, nee, also jetzt geht es wirklich nicht mehr. Ich war voll im Job drin und nach 5 Tagen, und ich habe auch gemerkt, von der Maschine habe ich mich auch gedanklich immer mehr verabschiedet. Ich hatte schon beim letzten Mal, wo ich da war, gemerkt, oh je, wo war das nochmal, wie war das nochmal?
Du hast beim neuen Job den Kopf für was ganz anderes und dazwischen war ja schon über ein Jahr oder ein halbes Jahr dazwischen, wo ich an der Maschine gearbeitet hatte. Da war mir klar, das willst du nicht mehr und das kannst du auch irgendwann nicht mehr. Und er hat es dann auch eingesehen. Die haben auch ganz am Anfang versucht, mich abzuwerben. Die wollten, dass ich ins Museum einsteige. Klar, es wäre natürlich für die ideal gewesen, das verstehe ich aus seiner Sicht. Aber mit 27 Jahren wollte ich nicht im Museum arbeiten. Also das hat mir auch so gesagt. Ich sage, nee, also bei aller Liebe, das will ich nicht. Hat er auch akzeptiert. Also ich war einmal da, das stimmt. Habe sie zum Laufen gebracht und beim nächsten Mal war ich schon nicht mehr da. Und ob sie ab da schon stand oder später, ich weiß es nicht. Es ist jetzt sau schwer, die Maschine zum Laufen zu bringen. Also ich glaube, selbst wenn ich jetzt nochmal gedanklich da reinkommen würde, so viele Maßnahmen, weil es schon im Nachhinein gemacht wurden, macht die Sache einer Reparatur extrem schwer. Das Speicherwerk würde man noch eher hinkriegen, weil das war irgendwie systematischer, das war logischer, da gab es auch nicht so viel Additionen von Schüben. Das war immer so, eine große Schubstange ging durch alle Speicherwerke und ein paar Stifte wurden gezogen, wieder hoch und zurück. Im Rechenwerk war das viel komplizierter. Da gingen auch die Bewegungen über die Ebenen nach unten wieder hoch ins nächste Werk. Da waren unheimlich viele Blöcke beteiligt. Aber die Maschine komplett instand zu setzen, dass sie heute diese Proberechnung und diesen Beweis antreten könnte, Hut ab, wenn das einer rangehen will. Der braucht viel Geduld und Zeit. Und du musst einen störrischen Willen haben und sich nicht abbringen lassen und die wieder runter auf die letzte Ebene bei 11 Stück abbauen. Das ist einfach eine furchtbare Arbeit. Das willst du keinem Menschen antun. Aber die Maschine war so aufgebaut, wir hatten keine andere Wahl. Das musste so laufen. Trotzdem bin ich froh, dass du es gemacht hast. Ja, ich im Nachhinein auch. Aber damals in der Diplomarbeit fand ich das gar nicht so was Besonderes. Ich hatte mich an Zuse, an die Maschine, diesen ganzen Ablauf gewohnt. Das war für uns beide, ich spreche jetzt mal auch für Uschi, Alltag. Ich war beim Daimler und die Diplomarbeit war für mich abgehakt und vergessen. Erst Jahre später, als ich mir entschieden hatte, in der Abteilung hieß es Weihnachten, hat jemand eine Idee, was man machen könnte Weihnachten. Und da hatte ich dann die Idee, ja, du könntest eigentlich mal einen Zuse-Vortrag halten. Habe mich an den Rechner gesetzt, privat, habe alte Fotos rausgeholt und habe mir so einen Vortrag zusammengebastelt aus meiner Diplomarbeit. Und da ist mir dann, wo ich ihn auch vorgestellt hatte an der Weihnachtsfeier, erstmals bewusst geworden, boah, das war ja schon was Besonderes. Das ist mir echt da erst bewusst geworden, Jahre später, wo ich drin war. Ja, mir war wichtig, ich will meinen Abschluss haben, mein Diplomzeugnis in der Tasche haben und dann will ich Industrie und Geld verdienen. Ja, das war mein Antrieb, logisch. Aber dieser Stolz und auch den Zuse kennengelernt zu haben, an diesem Stück an der Maschine mitgearbeitet zu haben, ein bisschen der Historie von Computern zu sein, ist im Nachhinein was Besonderes. Aber damals war es das nicht, sage ich ganz offen. Also erst heute ist das für mich bewusst geworden. Nachdem wir jetzt so den Nachbau sehr detailliert schon besprochen haben, würde ich gerne noch ein bisschen was zur originalen Z1 fragen. Und zwar, man sieht es in dem Film von Herrn Knauer zum Teil auch durch Zeitzeugen, die das so ein bisschen zeigen, wie man damals das gemacht hat. Also doch so richtig mit manuell der Laubsäge und mit einem Bohrer und so weiter. Und hat da Konrad Zuse mal was drüber erzählt, wie das damals war? Persönlich uns gegenüber nicht. Ich weiß es auch aus dem Film heraus. Und ich habe ihn ab und zu mal was gefragt, wie das denn war in der alten Maschine. Und da hat er kurz geantwortet drauf. Aber von sich aus hat er nicht viel erzählt. Weil ich hatte am Anfang auch immer noch geglaubt, der Nachbau dieser Z1-Rekonstruktion sei ein Originalnachbau. Bis er mir den Zahn mal gezogen hat. Nee, Herr Saupe, das geht nicht um das Aussehen der Maschine original. Es geht um das Prinzip, das Rechenprinzip. Das ist das Entscheidende. Weil er hatte mir zwischendurch konstruktive Freiheiten gelassen. Und ich habe dann gesagt, das kann ich ja nicht selbst entscheiden. Das muss doch der alten Maschine angepasst sein. Und dann hat er mir den Zahn gezogen. Das ist nicht das Ansinnen von einem Z1-Kuratorium, sondern der Beweis, dass meine theoretischen Überlegungen geklappt haben. Es lag nur an der Genauigkeit der Bleche. Und das hat er auch gesagt mal in Worten, dass damals die Genauigkeit, wie man sich vorstellen kann, schlecht war. Weil erstens hat er es mit Weißblech gemacht. Also er hat Konservenbüchsen plattgeschlagen, unfassbar. Unterschiedliche Dicken, du kriegst ja nicht mal das gleiche Blech in der gleichen Stärke. Beim Dengeln hast du dir ein paar Unebenheiten reingehauen, Spannungen bringst du rein in so ein Blech und dann natürlich Laubsägearbeiten. Selbst wenn er mit der Feile rangeht, da reden wir von mehreren Zehntelabweichungen. Also eigentlich unglaublich, dass die überhaupt ansatzweise funktioniert haben kann. Ich weiß es nicht. Aber er war von seinen theoretischen Überlegungen und theoretischen Ausführungen dermaßen überzeugt, dass er gesagt hat, der Nachbau, den machen wir und der wird funktionieren. Das ist sozusagen, aber ansonsten hat er nicht viel von der alten Maschine erzählt. Dass es im elterlichen Wohnzimmer stattfand, was ich immer noch unglaublich finde. Die Eltern haben das Wohnzimmer für 2 Jahre hergegeben.
Er war finanziell in die Sackgasse geraten, weil er ist ja bei Henschel ausgestiegen. Das heißt, er hatte keinen finanziellen Nachschub, um die Maschine bauen zu können. Seine Studentenkommilitonen konnte er nicht auszahlen, die haben freiwillig in der Freizeit gearbeitet. Und seine Schwester hat ihn finanziell unterstützt. Die Lieselotte. Ja. Hast du die getroffen? Mal? Nee. Ich habe nur den Horst kennengelernt und die jüngste Tochter. Und Frau Zuse natürlich, die super nett war. Also muss ich auch nochmal sagen, Frau Zuse war immer super freundlich zu uns, hat uns mal ab und zu Kaffee gebracht, Kuchen. Das wollte der Konrad Zuse, glaube ich. Das hat er ein paar Mal so angedeutet, ihr gegenüber. Ich habe mal so ein paar Wortfetzen mitbekommen. Das wollte er nicht? Nein, er wollte nicht, dass wir so sehr von ihr verwöhnt werden. Das ist tatsächlich so. Und wir hatten uns auch mal erlaubt, zwischendurch, Uschi und ich, unsere Freunde mitzunehmen. Wenn wir Besuch hatten in Hünfeld, haben wir da mal gefragt, ob wir samstags reinkommen, die Maschine zu zeigen, weil die Leute live sehen wollten, wie die Maschine aussieht. Und es gab eine Phase mal im Sommer, da hatten wir öfter Besuch. Sowohl Uschi, ihren Freund, als auch meine Claudia oder auch ihre Eltern waren mal mit. Meine Mutter war mal zu Besuch in Hünfeld. Und da hat er zu uns irgendwann gesagt, das wird ihm jetzt zu viel, das wollte er nicht mehr. Und dann hat er uns auch klar die Grenzen gezeigt. Das hat sich ja wie so ein Museum gefühlt wahrscheinlich. Mhm. Ich verstehe es im Nachhinein, er hat auch recht. Also wir haben es dann teilweise vielleicht übertrieben. Mhm. Ja. Und den Horst hast du ein paar Mal, den Horst Zuse, der Professor Dr. Horst Zuse, den hast du ein paar Mal getroffen. Hat er sich auch ein bisschen eingearbeitet in die Maschine? Nein, den haben wir auch in Berlin getroffen. In Berlin dann? Ja, wir wussten ja, wo wir nach dem Museum kamen, damals ursprünglich zum Aufbau der Maschine und diese Filmdokumentation. Wir wussten, dass er dort lebt und hatten uns vor bei seiner Mutter uns die Adresse geben lassen vom Horst und haben ihn dann kontaktiert und haben ihn dann auch mal getroffen. Daher war der Kontakt, war auch der einzige Kontakt. Also er war nicht in Hünfeld in der Zeit, was mich auch wundert. Warum eigentlich, weiß ich nicht. Vielleicht war er beruflich eingespannt. Vielleicht hatte er auch kein so gutes Verhältnis zu seinem Vater, weiß ich absolut nicht. Aber als wir ihn dann kennengelernt haben, da war mir erstmal klar, dass der auch Mathematik und Rechner zu tun hatte. Und mir ist auch aufgefallen, er sah seinem Vater sehr ähnlich. Und mir ist auch durch Filmaufnahmen heute, merke ich, der sieht seinem Vater auch heute noch sehr ähnlich. Also es ist schon sein erstes Kind gewesen, der älteste Sohn. Und die Ähnlichkeit ist schon frappierend, ja. Mhm. Aber ansonsten, wir haben ihn nicht oft getroffen. Ich glaube nur einmal. Mhm. Wobei, war er bei der Übergabe auch dabei. Ich muss gestehen, ich war damals sehr nervös bei der offiziellen Übergabe. Ich habe auch nur mal nach hinten geguckt, wie viele Leute da saßen. Es waren ein paar hundert. Und lauter Promis da vorne in der ersten Reihe. Ich habe jetzt nicht mehr jeden angeguckt, dass jetzt der Horst Zuse dabei war oder nicht, weiß ich nicht. Mhm. Die Frau Zuse war auf jeden Fall auch dabei. Mhm. Ja. Und nochmal zurück zur Originalen. Ja. Also wir haben gesagt, waren relativ einfache Mittel und noch viel schwieriger als das, was ihr da gemacht habt. Unfassbar. Unfassbar. Und trotzdem hat Konrad Zuse gesagt, es war der erste Computer, der überhaupt programmgesteuerte Rechnungen durchführen konnte. Ja. Wenn auch damals noch mit verschiedenen technischen Mängeln. Aber er hat gesagt, es konnten Rechnungen durchgeführt werden. Das kann man sich nur glauben. Da gibt es noch weniger Zeitzeugen als bei unserer Nachkonstruktion. Das kann man nur glauben. Und es ist schwer zu glauben, finde ich. Ja, gebe ich dir recht. Aufgrund der Erkenntnisse von der Nachkonstruktion, die ja super genau war im Blech. Und wir hatten ständig Hänger und Schwierigkeiten. Ich mag es mir gar nicht ausmalen, wie das dann bei ihm gewesen sein muss. Ja. Vielleicht hat er auch dann beim Drehen von Hand nachgeschoben, um zu zeigen, die laufen. Ich weiß es nicht, es ist reine Unterstellung. Logisch, wir haben ja 36 nicht gelebt. Ja. Und die Zeugen, die es gibt, da ist noch weniger da. Dazu kommt, es waren die Zeiten kurz vorm Krieg. Ein Jahr später ist der Krieg ausgebrochen. Das ist alles ganz schwer nachvollziehbar. Ja. Aber seine Überzeugung, 87 bis 89 Nachbauzeit, die Überzeugung von ihm, das machen wir, die Maschine wird auch irgendwann funktionieren, die hat mir schon gezeigt, dass er sich seine Sache sicher war. Wie kann er sich sicher sein? Indem sie vielleicht dann doch 36, 37, 38 gelaufen ist. Das kann man ihm schon glauben. Weil wenn die Maschine nicht gelaufen wäre, hätte er 50 Jahre später die Kraft gehabt zu sagen, die baue ich jetzt nochmal nach, das wird funktionieren. Ich glaube nicht. Und den Mut. Und den Mut. Also er hat ja auch was zu verlieren gehabt. Wenn der Nachbau nicht geklappt hätte, hätten alle gesagt, ach, seht ihr, das Ding war doch nichts. Deswegen kann man ihm das schon glauben, dass die Maschine gelaufen ist. Vielleicht hat er es wirklich hingebracht. Er hat ja auch ganz anders gearbeitet. Wir haben eine Maschine, du erinnerst dich im Museum, auf der Höhe laufen die ganzen Bleche. Seine Maschine auf dem Foto ist ja über 1 Meter hoch gewesen, diese ganze Arbeitsabläufe. Das heißt, er hatte auch viel mehr Platz zwischendurch. Vielleicht war das auch cleverer und er kam viel besser an diese Störstellen ran, an die Ebenen. Vielleicht konnte er es schneller reparieren. Das ist eine reine Vermutung von mir, aber das kann man ihm schon glauben.
Und er war nicht der Lügner. Also er konnte ja auch Schwächen zugeben. Zuse hat ja auch mal gesagt, ja, damals mit meiner Firma, da habe ich vieles falsch gemacht. Heute würde ich einiges anders machen. Er war ja auch ein Typ, der konnte schon sagen, wenn was nicht gut lief. Und ich würde nicht sagen, dass er Lügner war. Und wenn er sagt, die Maschine hat damals funktioniert, ich wäre geneigt, das zu glauben. Ja, das Aber- wäre schön auf jeden Fall. Ja, ne? aber für, es ist- auch für Deutschland, meine ich Ja, jetzt. auch für Also, Deutschland, da weil- gebe ich dir recht. Es wäre dann nochmal 3 Jahre früher gewesen. Also Aber- weil das ja, ich meine, wir Deutschen haben immer ein bisschen Problem mit Nationalstolz, aber das wäre schon... Ja, absolut. Also, Übrigens, ich bin ganz und gar nicht gegen Stolz. Und ich bin gerade, was das Thema Erfindungen angeht, auf uns Deutsche furchtbar stolz. Als ich bei KHD angefangen habe, im ersten Lehrjahr, sind wir in das Originalgebäude gegangen, wo der original erste Motor stand, von Nikolaus Otto. Und das ist im Prinzip dort die Keimzelle gewesen von Gasmotoren. Sprich, das, was später in unseren Autos stattgefunden hat. Dann bin ich zum Daimler gekommen, dem Erfinder des Automobils. Da können wir furchtbar stolz sein. Wir haben wirklich in unserer Gesellschaft, in unserer Wissenschaft gute Köpfe gehabt, die sehr, sehr früh dran waren. Und unser Wohlstand, den wir heute haben, beruht auch zum großen Teil aufgrund dieser Erfindungen. Wo wir natürlich nicht stolz drauf sind, was in der Nazizeit passiert ist, will ich auch gar nicht leugnen. Furchtbar. Und ich finde auch gut, dass wir das gerade so alles dokumentieren, dass wir es auch nicht vergessen. Aber wir sollten auch nicht vergessen, auch in Felix Wankel, alles Erfindungen. Wir Deutsche haben wahnsinnig viel gemacht. Und da bin ich auch stolz drauf, sage ich ganz. Man kann auch einen guten Stolz haben, ohne in die rechte Ecke gedrückt zu werden, sondern ich bin auf diese Köpfe stolz und auf unsere Erfinder. gutes Thema für das Ende. Ich weiß nicht, wer es geschrieben hat, kannst du vielleicht noch was sagen, aber... Ja? Also, Ich muss den Satz selber mal lesen oder lesen vor. ja, oder du liest es vor. Ja. Also am Ende der Diplomarbeit steht was Interessantes auch bezüglich ja, philosophische Frage fast, wie Technologie uns beeinflussen kann. Ja. Bis heute? Bis Ist auch heute, so? ja, findest du bestimmt noch das Ende. Give me a second. Das fängt an mit die Vergangenheit und Gegenwart zeigen uns. Ha! Ach, das sind ja Zeichnungen, Anhang. Okay, ich muss vor den Anhang Das kommen. hast du schon länger nicht mehr gelesen, oder? Nee, das ist so. Ja, das ist so. Nicht nee, sondern ja. Schlusswort. Schlusswort. Ja. Vor 50 Jahren begann Konrad Zuse die Entwicklung und so weiter. Ist es das? Nein, die Vergangenheit ist ganz am Ende, glaube ich. Also das ist schon Schlusswort. Also da musst du mal nach Vergangenheit und Ja, die Vergangenheit und die Gegenwart zeigen uns, dass technischer Fortschritt leider nicht selten missbraucht wird und dem Menschen Schaden zufügt, anstatt ihn zu nützen. Das ist wohl wahr. Daher bringt die Entwicklung des Computers eine große Verantwortung mit sich, insbesondere gegenüber zukünftigen Generationen. Es bleibt zu hoffen, dass der Computer so genutzt wird, wie es im Sinne des Erfinders gedacht war. Bei Zuse war Antrieb war ja, diese unsäglichen Rechnungen als Ingenieur, die er lästig fand. Er wollte ja ein Ergebnis präsentieren. Die Rechnung war nur Mittel zum Zweck. Das wollte er automatisieren. Das heißt, dieser Computer sollte ihm helfen, den eigentlichen Schritt zu gehen. Er hat ja Dinge, Visionen wie sich selbst reproduzierende Maschinen. Das, was KUKA heute mit den Robotern macht, ist ja Realität geworden. Wollte er 1936 schon machen. Und das war sein Antreiben. Dass der Computer vielseitig missbraucht wird, und das erleben wir heute in Zeiten des Internets und irgendwelche Bots schreiben, Hackerprogramme, genau das Gegenteil wird ja gemacht. Es wird ja nur missbraucht, um irgendeinen Blödsinn zu machen. Das war nicht in seinem Sinne. Und das hat er schon früh erkannt, dass das passieren kann, dass in dieser riesen Chance des Computers auch die Gefahr liegt. Und das hat er sagen wollen. Ich glaube, der war von ihm der Satz. Ich kann es nicht mehr sagen, wer von uns diesen Satz formuliert hat. Ob es von ihm ein Schlusswort war, ob das Uschi war oder ich weiß es nicht mehr. Das wäre jetzt eine Lüge, aber ist ein schöner Satz, das habe ich auch schon lange nicht mehr gelesen und zeigt heute eigentlich, wie aktuell der ist. Aktueller denn je. Der war 88 nicht so aktuell. Die eigentlichen Missbräuche kamen erst danach. Schrecklich, oder? Da war ich ein Teil davon. Ja. Eieiei. Ja. Ja, dann Dietmar, super cool, dass du dir die Zeit genommen hast. Gerne. War Hat Spaß echt, gemacht. war echt toll. War für mich nochmal eine Zeitreise zurück in diese Zeit. Merke ich auch emotional selbst, was wir damals gemacht haben und war schön mit dir darüber zu reden. Und einer sich dafür interessiert hat, weil viele Jahre hat es keinen interessiert, unsere Diplomarbeit. Insofern bedanke ich mich auch bei dir. Ja.